Na gut, dann haben wir auf Live geklickt. Hilfe! Und es fliegt auch gerade ein Flugzeug oder Helikopter über mich. Also, sorry für den Lärm. Es wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal vorkommen. Falls jemand da ist, kann jemand ein Lebenszeichen geben in den Kommentaren, ob ich gehört werde? Hallo? Bin ich live oder bin ich nicht live? Mal meinen Partner anschreiben. Ja, super. Hallo, meine Mama ist hier. So schön. Danke. Ja, willkommen bei meinem ersten Livestream und ich bin mega nervös und habe zum Glück ein paar Notizen gemacht. Ja, wo fangen wir an? Ich habe mir irgendwie gar kein Intro überlegt. Wie fängt man einen Livestream eigentlich an? Wahrscheinlich nicht so, wie ich's gemacht habe. Schon von Anfang an ein bisschen chaotisch. Ja, der Grund für den Livestream ist ja, dass ich jetzt ein Jahr mit meiner ADHS-Diagnose lebe und das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Aber es ist eben irgendwie doch auch dramatisch, weil sich doch extrem viel verändert hat. Es war ein ziemlich anstrengendes Jahr auch, aber auch wirklich super, weil, ja, es ist einfach alles anders und vieles ist besser. Und ja, ich wollte das einfach mal alles mit euch teilen. Und heute geht es wirklich vor allem so ein bisschen um, wie es zur Diagnose kam, den ganzen Diagnoseprozess, einfach wirklich so im Detail, durch welche Schritte ich gegangen bin, wie es mir so nach der Diagnose ging gleich und eben, was sich alles so verändert hat auf dem Weg. Und vielleicht gehe ich auch noch auf das Thema Meds ein. Hallo Inge, so cool bist du da. Ich freue mich sehr. Danke für den Soundcheck. Und für das Kompliment natürlich. So cool. Freue mich wirklich mega. Ja, wo war ich? Bei der Einleitung eben. Und wenn's irgendwie Fragen gibt, gerne einfach in den Chat schreiben. Ich versuche es schon so ein bisschen gesammelt zu beantworten, aber vielleicht, ja, auch vorzu, je nachdem. Und wenn noch mehr Fragen kommen, auch im Nachhinein. Ja, gut. Wie kam's denn eigentlich zu dem Ganzen und wie sah der ganze Prozess aus? Ich glaube, man hört diese Geschichte immer wieder, vor allem bei Frauen, aber auch bei vielen anderen, die mit im Erwachsenenalter diagnostiziert werden. Und zwar wurde es einfach wirklich mega lange nicht bemerkt. Und ich war schon lange in Therapie. Ich war eigentlich seit meinem Jugendalter immer wieder in Therapie, weil ich viele Schwierigkeiten hatte im Leben. Und logischerweise im Teenageralter geht man einfach davon aus, ja, Hormone und so. Und es ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Aber ich war eben, wie gesagt, immer wieder in Therapie und das Einzige, was man gesehen hat und auch so ein bisschen diagnostiziert hat, so halb offiziell, war halt immer, ja, Angststörung, ganz klar. Und dann kam dann irgendwann eine Persönlichkeitsstörung dazu. Das vergibt man auch immer sehr, sehr gerne, wenn man ratlos ist und nicht so genau weiß, wo ansetzen bei den Menschen und eben die Zeichen irgendwie nicht erkennt. Und dann kam dann irgendwann mal noch 'ne Depression dazu, die mir diagnostiziert wurde. Ja, und ich meine, das war auch alles da, klar. Also, das ist das, was man von außen auch gesehen hat und ein Stück weit auch das, was ich gedacht habe und auch bei mir gesehen habe. Ich wäre auf dem ganzen Weg eigentlich gar nie auf die Idee gekommen, dass es eine ADHS sein könnte, weil eben das Bild, was nach außen gezeigt wird in den Medien, vor allem auch in den deutschsprachigen Medien und in der Schweiz, ist wirklich so dieses Zappel-Philipp-Ding bei kleinen Jungs. Und das gibt es ja auch. Ich will das auch niemandem absprechen. Und eben, es heißt dann: „Ja, das wächst sich wieder raus.“ Und eben, das haben nur so ganz wenige und so schlimme Dinge wie verhaltensgestört musste ich hören, oft im Laufe meines Lebens. Ja, ich glaube, wir sind einen ziemlich weiten Weg gekommen seitdem.
Aber diese Dinge, die halten halt einfach noch bis heute an, diese Vorurteile, diese ganzen Gerüchte, die man sich erzählt. Und ganz lange hat man, glaube ich, nicht gedacht, dass das alle Geschlechter betreffen kann. Und ich gehöre mit meinen 40 Jahren, glaube ich, zu einer ganz breiten Generation von Menschen, die nicht erwischt wurden, die durchs Raster gefallen sind. Und ja, und diese ganze Generation oder viele davon, die werden jetzt diagnostiziert. Und darum eben auch immer dieses Geschwätz wegen: „Oh, es ist ja so ein Trend und es ist jetzt einfach eine Modediagnose.“ Haben jetzt eigentlich alle ADHS und das nervt mich tierisch, by the way. Ähm, nein, es haben nicht alle ADHS. Das Ding ist einfach, jetzt werden ganz viele Menschen mit einbezogen, langsam aber sicher. Die Menschen, die zuständig sind, die PsychiaterInnen, Ärztinnen, Psychologinnen, die zuständig sind fürs Diagnostizieren, die wissen immer mehr. Man lernt halt einfach auch auf dem Internet immer mehr und man kann den TikTok-Trend jetzt verteufeln oder auch nicht, aber es ist einfach auch zugänglich und die Menschen finden sich irgendwo und gehen dann, wenn sie eine Belastung spüren im Leben, halt auch proaktiver die Diagnose an. Wenn sie denn können, wenn sie nicht 8 Monate warten müssen, bis es losgeht. Ja, also wie war das denn eigentlich bei mir? Ich war in Therapie mal wieder und zwar einfach nicht einfach, sondern angefangen hat das eigentlich mit einem Burnout in 2020, wo ich wieder zurück in Therapie gegangen bin. Und ihr erinnert euch, was im 2020 auch noch war. Da war so eine kleine, feine, Pandemie, die angefangen hat. Und diese Zusatzsituation und dass ich dann nicht mehr gearbeitet habe, einen Moment lang, die hat bei mir einfach irgendwie, gewisse Seiten noch viel mehr hervorgebracht, die vorher schon da waren. Aber wie bei vielen hat die Pandemie halt eben echt so gewisse Symptomatiken verändert. Und ich glaube, ich habe 'n Quatsch erzählt. Ich war eigentlich schon vorher bei dieser Psychologin, weil ich auf meine Großmutter so, habe schauen müssen und das war auch schon sehr, sehr anstrengend. Und ich hatte da schon eine Erschöpfung im 2019. Es könnte auch mit meiner ADHS zu tun gehabt haben, dass ich da so wenig Energie hatte irgendwann. Und diese Psychologin hat mich schon lange gekannt eigentlich, also und im Laufe des 2020 hat sie dann immer wieder mal so gesagt, so, ja, sie habe einfach irgendwie das Gefühl, ich solle das mal mit dieser ADHS anschauen. Sie habe da irgendwie einfach so 'ne Ahnung. Sie konnte das aber selbst nicht diagnostizieren. Und in schöner ADHS-Manier und auch weil halt eben die persönliche Betreuung nicht möglich war wirklich in dieser Zeit, habe ich das dann immer schon so schön vor mir hergeschoben, weil man irgendwie mit 1.000 Formularen zu verschiedensten Menschen gehen muss und die ausfüllen lassen muss. Also, habe ich das dann einfach wieder abgetan, weil ich dachte echt selbst auch: „Ne, das kann doch nicht sein. Das hätte man doch irgendwie früher bemerkt.“ ja, und irgendwie war das so auch 'n bisschen ableistisch, also internalisiert von mir, dass ich gedacht habe: „Das kann's doch gar nicht sein. Ich bin doch nicht so.“ Und ich hatte auch so Vorurteile wie: „Ja, ich war doch okay in der Schule und ja, ich habe 'n Studium bestanden, so das kann ja eigentlich gar nicht sein.“ Also, auch ich komplett unwissend, wie viele andere auch. Ja, und dann ist ganz viel Zeit verstrichen bis ins 21 und dann habe ich das mit meinem Psychiater mal wieder aufgegriffen, weil meine Psychologin wieder gesagt hat, dass sie wirklich das Gefühl hat, ich hätte eine ADHS, weil ich's einfach nicht geschafft habe, all die Übungen und die Self-Care, die ich hätte machen sollen, irgendwie durchzuziehen länger als 'n paar Tage. Gut, manchmal war's auch irgendwie 2 Wochen oder so. Aber ich hätte da so Übungen gehabt in der Körpertherapie, die ich echt regelmäßig hätte machen müssen. Und ich wollte es auch machen, aber es ging einfach nicht. Und es kamen immer wieder die gleichen Probleme, immer wieder die Schlaflosigkeit, immer wieder: Ich kann nicht abschalten, ich kann mich nicht auf diese Dinge konzentrieren. Und ja, so war's dann, dass mein Psychiater mir dann nochmals diese Dokumente gegeben hat, anfangs 21.
Und dann passiert wieder das Gleiche. Ich habe es nicht gemacht, weil ich finde diesen Prozess wirklich den ADHS-unfreundlichsten Prozess ever, dass man selbstständig mit einem Formular zu Menschen gehen muss und das ausfüllen lassen muss und dem dann noch hinterherrennen muss. Und gleichzeitig muss man selbst noch dieses verdammte Formular ausfüllen, was ja für viele ADHSlerinnen echt das, glaube ich, Unsexyste ist. Ähm, ja, dann habe ich das wieder nicht getan und ich habe mich auch irgendwie verweigert, mich mehr zu informieren. Keine Ahnung, warum genau. Vielleicht hatte ich auch Angst vor der Wahrheit irgendwie, keine Ahnung. Und erst dann, ich glaube, wann war das? Wahrscheinlich Ende 2021 oder so, hat mein Partner dann aus irgendwelchen Gründen ein Video von „How to ADHD" geschaut. Das wurde ihm wahrscheinlich irgendwie reingespült in die Timeline. Und dann hat er mich gerufen und sagte so: „Hey, das musst du dir anschauen. Das bist eins zu eins du." Und ich war so erst 'n bisschen beleidigt, weil ich dachte: „Ja, danke." Und dann habe ich mir das angeschaut, das Video, und da kamen mir echt Tränen. Ich habe es dann nochmals für mich alleine angeschaut und ich habe echt nur noch geheult. Und ich kam dann von einem Video zum nächsten, also einfach mal bei ihr, bei „How to ADHD". Also, es kennt sie wahrscheinlich jeder und jede, aber ich empfehle sie echt einfach nochmals zu 100. Und ich habe einfach irgendwie 'n Abend lang nur noch geheult, aber irgendwie auch vor Erleichterung, weil ja, man hört das, glaube ich, sehr, sehr oft von vielen Menschen, aber es war, glaube ich, das erste Mal, wo ich gemerkt hatte, dass ich irgendwo dazugehöre. Und ihr merkt's, ich werde auch wieder ein bisschen emotional. Es ist nicht so, dass ich keine Freunde hatte oder so, überhaupt nicht. Ich hatte einfach immer so 'n paar wenige, aber dafür sehr gute. Aber ich habe mich echt oft nicht dazugehörig gefühlt zu Gruppen und auch ich konnte auch sehr oft nicht so mitreden mit Themen, die generell einfach beliebt waren. Und ich möchte jetzt nicht einen auf „I'm not like other girls" oder so machen, überhaupt nicht. Es hat nichts damit zu tun. Ich wollte eigentlich mitreden oft, aber es ging nicht. Und, ja, es war wirklich irgendwie: „Hallo Nicole." Herzchen zurück. Ja, und das war für mich einfach so eine verdammte Erleichterung zu merken: „Hey, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die das Gleiche erleben wie ich und irgendwie durch meine Brille schauen." Also, wir sind alle unterschiedlich, aber ich hatte einfach das Gefühl der Zugehörigkeit so wirklich zum ersten Mal und das war ein sehr schönes Erlebnis für mich. Mhm. Und dann, ja, hat das doch nochmals einige Monate gedauert, weil dann ging's dann wirklich los. Also, ich bin dann nochmals zum Psychiater gegangen, habe dann gesagt: „Ja, also, ich glaube, das hat mehr dran, als ich gedacht habe." Und ich hätte für ihn eigentlich durchs ganze 2021 Zeichen sammeln müssen für meine ADHS, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich sagte ihm: „Schau mal, ich habe gar nichts gesammelt. Ich habe noch gar nichts irgendwie nachgefragt bei anderen, aber ich möchte gerne das nochmals aufnehmen." Ah nein, halt, ich glaube, meine Mutter hat diesen Zettel schon mal ausgefüllt und auch mein Partner, aber ich habe dann nochmals den ganzen Prozess angestoßen und ja, und dann habe ich irgendwie auch die Motivation und den Antrieb gefunden, das zu verfolgen, weil ich wirklich gemerkt habe: „Shit, da ist echt was Wahres dran." Und ja, und in der Schweiz ist es so, vom Diagnoseprozess her, ich habe jetzt wieder mega viele unterschiedliche Wege gehört, aber beim Psychiater oder Psychiaterin ist es so, dass man wirklich einfach Gespräche führt einerseits und andererseits gibt es diesen DIVA-Fragebogen, den, wie heißt der? Diagnostisches Interview für ADHS bei Erwachsenen. Den musste ich selbst ausfüllen, den durfte meine liebe Mama ausfüllen und wir haben das dann auch sind das auch noch zusammen durchgegangen. Und ja, das ist 'n riesen Fragebogen. Also, das ist wirklich nicht ADHS-freundlich. Ähm, und ja, das war ziemlich heftig auch, weil da geht man dann wirklich in die Tiefe und zurück in die Kindheit und denkt über ganz viele Sachen aus der Vergangenheit nach. Und
selbst ist man ja manchmal ein bisschen verklärt, ne? Also, man erinnert sich ja dann oft eigentlich nur ans Gute erstmal. Und es war für mich der Prozess war wirklich ein schwieriger, weil das auch vielleicht ein bisschen eine Warnung oder einfach so ein Hinweis für alle, die das noch vor sich haben. Es wird schon vieles aufgerissen, auch im Gespräch mit näheren Menschen. Aber die Regel ist, dass man diesen Fragebogen ausfüllt und auch ausfüllen lässt von nächsten Verwandten, Liebsten. Je mehr, desto besser. Fremdwahrnehmung auch, sagt man. Ich habe da noch 'n kleinen Einwand dazu. Und dann gibt es noch diesen Hase-Fragebogen, der ist kürzer. Den muss man ausfüllen lassen von eben vielen Menschen um einen herum, idealerweise auch von den Lehrpersonen. Das war jetzt in meinem Falle echt schwer. Ich konnte die fast nicht aufspüren und ich glaube einfach nicht, dass sie irgendwie Mathematik, keine Ahnung, 20 Jahre später, ähm, das alles noch so genau vor sich haben. Und mein Psychiater wollte noch meine Zeugnisse sehen. Genau, das kommt auch sehr oft vor. Und ein Gespräch mit meiner Mama wurde dann noch geführt. Das macht einfach Sinn, diese Perspektive auch zu hören. Und wenn beide Eltern noch da sind und es möglich ist, dann natürlich mit beiden Eltern, teilen, idealerweise. Ja, und das alles hat dann jetzt in Kurzfassung dazu geführt, dass dann die Diagnose gestellt wurde. Aber es war echt eigentlich nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt erzählt habe, weil das Problem ist ja, wenn man bis 40 mit ADHS, mit einer unerkannten ADHS lebt, dann hat man ganz viele Masken schon aufgesetzt und ganz viele Coping-Mechanismen eingeführt. Das hatte ich zumindest. Nicht nur gesunde Coping-Mechanismen, sondern halt auch ungesunde, die halt die klassische ADHS-Symptomatik überdecken. Das heißt, mein Psychiater hat mir erst einmal nicht geglaubt. Also, er hat nicht geglaubt, dass gewisse Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, auch in der Kindheit und im frühen Erwachsenenalter, dass das für mich tatsächlich so 'ne Belastung war. Weil er kannte mich ja auch schon irgendwie 2, 3 Jahre und er hat das halt nie gesehen. Und ich werfe das den Leuten aber auch 'n bisschen vor, weil ehrlich gesagt sollte man schon ein bisschen mit offenen Augen auf die eigenen PatientInnen schauen und so ein bisschen die Dots connecten. Aber gleichzeitig eben, ich habe ja mein Leben irgendwie gemeistert. Das war sein Argument. Sie sind jetzt ja hier. Sie haben ja ein Studium gemacht und ich weiß quasi gar nicht, was Ihr Problem ist. Und das muss ich sagen, ist, etwas, was ich auch sehr oft in der Community lese. Und das ist natürlich hart. Das ist echt hardcore, wenn einem dann vom eigenen Arzt oder Ärztin, Psychiaterin nicht geglaubt wird, dass da ein Leidensdruck da ist. Ähm, ja, und was eben auch noch, finde ich, schwer ist, ist, dass wenn Menschen von außen auf einen schauen, dann haben sie ja auch den Eindruck, dann haben sie ja auch diese Zeichen vielleicht nicht so gut gesehen. Und das kann dann eine ganze ADHS-Diagnose, obwohl es eigentlich ein ADHS wäre, stürzen. Diese Außensicht, weil Menschen wollen vielleicht einem das nicht ansehen, weil sie 'n Stigma haben. Man verklärt die Vergangenheit, man sieht nicht durch die Coping-Mechanismen. Darum finde ich persönlich, auch wenn man vielleicht selbst befangen ist, die eigene Erlebniswelt, das eigene Empfinden ist so verdammt wichtig in dieser Diagnose und man sollte den Menschen wirklich Glauben schenken. Und ich hasse es, dass ganz viele Menschen mit einer ADHS-Diagnose offensichtlich, und das hatte ich auch, danach das Gefühl haben nach dem Diagnoseprozess, man hätte quasi den Psychiater, die Psychiaterin dazu überredet. Und das kommt einfach daher, dass einem nicht geglaubt wird. Und ich wünsche mir einfach, dass ganz viele Menschen, die Psychologie studieren oder die in diese Richtung ADHS-Diagnose gehen möchten, Psychiater, Psychiaterinnen mehr auf diese Erlebnisse von Menschen hören und denen auch glauben. Weil die wenigsten gehen sich einfach 'ne ADHS-Diagnose erschleichen. Also, ich behaupte das jetzt einfach mal. Und dieses Stigma ist einfach wirklich nicht gut. Und ich hoffe, dass das bei den nächsten Generationen ein bisschen besser wird oder jetzt schon wird. Ja,
Genau, das war mal so dieser Prozess. Bei mir hat's zum Glück nicht so lange gedauert. Ich weiß, dass es bei vielen sehr lange dauert. Und bei mir war's dann so, dass ich mir Medikamente habe verschreiben lassen und ich nehme auch bis heute Medikamente. Und die helfen mir persönlich sehr und ich kann später sonst nochmals darauf zurückkommen, wenn Interesse da ist oder ich komme sowieso darauf zurück. Ist ja mein Livestream, nicht? Ja, was wollte ich noch erzählen? Vielleicht ich fand's einfach mega krass und meine liebe Mama, ich weiß, du bist hier im Livestream und das ist jetzt kein Vorwurf via YouTube an dich. Du hast wirklich alles gemacht und du hast mir so 'n schönes Leben beschert. Aber ich finde es trotzdem krass, dass man das so lange nicht bemerkt hat, weil ich möchte jetzt auch noch 'n paar Geschichten teilen aus meiner Vergangenheit. Die Zeichen waren wirklich, wirklich da. Sie waren da. Und zwar, ich glaube, das geilste Erlebnis, ich habe alles verloren früher, wirklich. Man konnte mir irgendetwas in die Hand drücken. Ist eigentlich gar nicht lustig, weil ich habe darunter gelitten, aber jetzt finde ich's lustig. Ich habe wirklich alles verloren, was nicht nied und nagelfest war. Und es gab da wirklich so 'ne mega lustige Geschichte, wo meine Mama und ich an den See mussten. Ich bin ja in der Nähe eines Sees aufgewachsen und wir mussten runter, an den See, weil ich da meine ganze Schultasche liegen lassen habe am Abend zuvor. Und der Bademeister kam dann uns gerade so das war vor der Schule, ich musste noch zur Schule. Und der Bademeister kam dann so mit seiner Schubkarre mit meinem Rucksack drin, ja. Das war echt so 'n bisschen 'n Walk of Shame und sehr, sehr, sehr stellvertretend dafür, wie viel Chaos ich sonst in meinem Leben hatte. Und egal, wie oft meine Mutter aufgeräumt hat und mir versucht hat zu helfen, irgendwie einmal umdrehen und zwar wieder die Bombe, eingeschlagen. Und ja, es waren dann eben auch ganz viele unangenehme Sachen, also, dass ich zur Schule gegangen bin und ich hätte schwören können, dass ich alles dabei hatte, aber hatte ich halt nicht. Und ich habe echt immer typisch für ADHS immer das zu Hause liegen lassen, was ich gebraucht hätte an diesem Tag. Also, nicht immer, aber einfach mega, mega häufig. Und da kommt eben das Ding, das ist nicht aus Faulheit oder irgendwie Anschiss oder so passiert. Also, klar, ich meine, den Anschiss hatte ich natürlich auch in der Schule, aber das war wirklich völlig das hat sich völlig außer Kontrolle für mich angefühlt und es war richtig peinlich, weil ich wurde ein bisschen dafür bekannt, auch in der Sekundarschule, also in der Teenagerzeit war das schon. Also so mit 12 fängt man, glaube ich, an, mit 15 ist man fertig mit der Sekundarschule in der Schweiz. Und ich war echt so die: „Oh, hat jetzt die Simone wieder irgendwas vergessen oder was hat sie jetzt wieder nicht dabei und was hat sie jetzt wieder für einen Konflikt mit den Lehrern?“ Apropos Konflikte mit den Lehrern, das war dann das Nächste. Ich hatte wirklich viele Konflikte. Ich bin sehr fest auf Rebellion gegangen auch. Und das ist zwar nicht wirklich ein ADS-Symptom, aber das war halt einfach wegen meiner emotionalen Dysregulation. Also, ich habe halt konnte halt diese Impulse nicht wirklich kontrollieren. Und weil meine Hormone auch noch in Wallung waren in dieser Zeit, ja, da war's halt echt 'n bisschen wie 'ne Bombe und ich bin dann fast von der Schule geflogen. Also, ich hatte in der das sind 3 Jahre und ich hatte in der zweiten Oberstufenklasse hatte ich fast einen Rausschmiss und ich konnte nur bleiben, weil der eine Lehrer sich für mich eingesetzt hat und meine Mama sich natürlich für mich eingesetzt hat. Und mir wurde auch wirklich ein Schlecht in Betragen und ein Schlecht in Fleiß und Ordnung gegeben. Ja, und auch später war alles so 'n bisschen durchzogen von ADHS. Also, ich wusste nicht genau, was ich machen möchte im Leben. Ich habe keine Lehrstelle gefunden. Ich konnte mich nicht entscheiden für all diese 100 Sachen, die mich eigentlich interessiert hätten. Ähm, Ich war nicht ganz so supergeil in der Schule. Also, ich war gut, aber nicht supergeil. Also, habe ich's auch nicht irgendwie ins Gymnasium geschafft, einfach so. Und ich hätte 'ne Lehre machen müssen. Ich war wirklich einfach so nicht ready. Und ich bin und ich möchte das nicht im Sinne einer Reue sagen, aber ich bin echt so völlig wechselhaft durch mein Leben geflogen. Also, ich habe gejobbt, ich war dann DJ, ich machte das und war irgendwie ständig unterwegs und ich war immer so ein bisschen am Suchen. Und das natürlich hat dann dazu geführt, dass
ich gewisse psychische Krankheiten entwickelt habe. Also, ich habe eine Angststörung entwickelt, weil ich mich eben nirgends wirklich gehörig gefühlt habe. Ich habe halt auch sehr viel Alkohol getrunken und zeitweise auch andere Substanzen konsumiert, was auch sehr typisch ist. Selbstmedikation von ADHS, hat vielleicht auch schon jemand gehört. Ähm, ja, ich hatte einfach irgendwie nicht so viel Halt, aber ich hatte mega, also, das war mega spaßig alles und ich hatte wirklich geile Zeiten, aber so rückblickend war es einfach irgendwie super typisch. Und gleichzeitig war ich auch so ein People Pleaser, dass ich oft an falsche Männer geraten bin oder an falsche Freunde, ähm, und war eben emotional oft sehr hin und her geschleudert. Aber da wurde mir halt lieber 'ne Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, als, mal nach ADHS geguckt. Ja, was für 'n Redeschwall, Hilfe. Was wollte ich noch sagen? Ja, also, alles in allem eigentlich sehr typisch. Was man nicht gesehen hat, ist die Hyperaktivität. Die habe ich nach innen gerichtet. Also, ich würde sagen, ich bin der Mischtyp. Ich habe zwar der hauptsächlich unaufmerksame Typ, diagnostiziert bekommen, jetzt wollte ich sagen, verschrieben bekommen, aber ich richte die Hyperaktivität nach innen. Ich hatte, seit ich denken kann, echt immer Schlafstörungen oder einen sehr, sehr seltsamen Schlaf. Und ich hatte, glaube ich, also, ich kann es an 3 Fingern abzählen, wie oft ich schon mal so richtig entspannt war. Und alles das zusammen, ja, macht's eigentlich relativ klar. Meine Message da draußen, wenn sich jemand diagnostizieren lassen möchte, ist, diese Sachen für sich selbst nicht abzutun und sie auch wirklich aufzuschreiben mit Beispielen und nicht aufzugeben, wenn man auf Ablehnung stößt oder auf Unglaube. Genau, ja, das war mal mein ganzer Diagnoseprozess und danach war zuerst Euphorie und dann kam dann aber schnell mal so das Tal der Tränen, weil ich habe dann zurückgeschaut eben auf mein Leben und gesehen: „Oh, all diese Zeichen, fuck, echt, hat man alles nicht gesehen und was hätte ich alles erreichen können vielleicht?“ Und ja, was wäre vielleicht anders geworden, wenn ich früher diagnostiziert geworden wäre und wenn ich vielleicht früher auch Medikation gehabt hätte? Es ist natürlich ein scheiß Mindset, klar, aber ich glaube, das ist die normale Kurve, die man durchmacht. Und ich habe dann einiges an Zeit gebraucht, um mir selbst da auch ein bisschen zu verzeihen oder anderen zu verzeihen. Und dann ging ein mega spannender Prozess los mit mich selbst kennenzulernen, nochmals neu. Das klingt extrem dramatisch, aber es ist einfach so. Also, man lernt sich selbst nochmals kennen. Man schaut sich Millionen von Videos an oder vielleicht bin das nur ich, halt Hyperfokus auf ein Thema. Ich bin da völlig ins Rabbit Hole reingefallen und ich habe vieles auch an mir entdeckt oder eben halt auch nicht. Also, man kann ja nicht mit allem relaten. Ich habe angefangen, mein Leben anzupassen, mehr an meine Bedürfnisse. Ich habe endlich auch meine wirklichen Bedürfnisse kennengelernt und ja, das ist mega spannend, weil ich wurde so vom absoluten Party, Animal wurde ich quasi wirklich so, ich habe gemerkt, ich brauche Rückzug. Ich brauche Zeit für mich, gleichzeitig aber auch Stimulation, aber ich muss auf meine Energie schauen. Ähm, und ich habe dann auch zugelassen, dass ich meine weirden Hobbys wieder aufnehme, wie zum Beispiel Gamen oder eben halt Musik zu machen oder zu hören, stundenlang zu lesen oder was auch immer. Ich habe sehr viel angefangen zuzulassen, was ich vorher als kindisch oder nicht erwachsen oder was auch immer empfunden habe. Jetzt sehe ich da Fragen. Erst die Inge. Wie alt warst du, als du das erste Mal professionelle Hilfe in Anspruch genommen hast? Hm, okay. Ich glaube, ich wurde ein bisschen dazu gezwungen. Zwar, ich hatte eben diese Zeit, wo ich so völlig, arschig drauf war in der Schule. Let's say it like it is. Und dann musste ich zur Psychologin. Das war mit 13, 14 herum, war ich zum ersten Mal bei einer Psychologin und dann hat es eigentlich immer wieder mal gewechselt.
Geeigneten Therapeuten für ADHS-Diagnose nehme ich jetzt an. Das war echt eher Glück. Also, das war einfach, nachdem ich in die Erschöpfung gerasselt bin, im 19, glaube ich, oder schon Ende 18, die erste Erschöpfungskrise. Da bin ich einfach bei dieser Therapeutin gelandet. Also, ich hatte echt Schwein. Und sie hat selbst, einen Sohn mit ADHS und hat natürlich auch genügend gelernt im Studium. Und so hat sie halt wirklich, mich da durchgeführt und zum Psychiater geschickt. Und sie war halt in der Praxis schon mit diesem Psychiater. Also, da hatte ich echt enorm Schwein. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ähm, und heutzutage, wenn ich höre, dass Menschen in den Diagnoseprozess gehen in der Schweiz, melden sich die meisten in einer neuropsychologischen Praxis an, oft von Anfang an, weil wenn sie niemanden schon haben, da muss man einfach mega lange warten. Und ja, das war so, also, ich hatte wirklich einfach mega Glück. Weil ich weiß von anderen, es geht mindestens 3 Monate, bis man überhaupt einen ersten Termin hat. Und in Deutschland, glaube ich, sind es teilweise sogar 8, 9, 10, 12 Monate, was ich schrecklich finde. Glia, okay, also, was du erzählst, passt 1:1 auf mich. Ich hatte dann zwischen 20, 30 bis 30 mehr Psychosen und später eine Hochbegabung. Wow, okay. Ja, also, das klingt mega krass, tut mir echt leid, auch mit den Psychosen. Ich hatte eine kleine Psychose im 2003. Ähm, Das ist mega heftig und ich hoffe, dass du gute Unterstützung hattest, da durchzukommen. Ich glaube, diese Psychosen, die kommen eben von diesen halt oft Begleiterkrankungen von Neurodivergenz generell. Ähm, und es ist ja sehr häufig so, dass Menschen mit ADHS, Autismus et cetera eben auch 'ne Hochbegabung haben. Und das war ja auch bei mir das Problem. Ich hatte sehr, sehr gute Noten und mir wurde manchmal auch 'ne Hochbegabung nachgesagt, obwohl ich selbst nicht einverstanden bin mit dem. Und darum kriegt man oft keine Diagnose. Das ist das Problem. Ähm, ja, und ich hoffe, dass es dir inzwischen viel, viel, viel besser geht. Und ich weiß jetzt nicht, ob du in einem Diagnoseprozess drin bist schon. Aber falls ja, drücke ich dir einfach all meine Daumen und schicke dir sehr, sehr viel Kraft. Aber es kann echt auch einfach ein geiler Prozess sein, der viele Communities eröffnet. Und selbst wenn du keine Diagnose holst, kannst du ja von all diesen Dingen, von diesen Communities profitieren. Also, man schließt ja niemanden aus, also ich zumindest nicht. Ähm, ja, irgendwie strange, ja, habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Oh, Sam, thank you so much. No, your German is, I'm sure, not as bad as you think. Thank you so much, Sam. Ähm, ja, wo war ich oder was wollte ich eigentlich noch erzählen? Also, ihr könnt mir weiter auch Fragen stellen, sehr gerne. Das finde ich mega. Dafür bin ich natürlich auch da. Und ich glaube, ich muss einfach mal 'n Schluck Wasser trinken. Sorry für Mundgeräusche. Das hasse ich nämlich selbst extrem. Ist zwar auch mein buntes Brain. Genau, ja. Und eben diese Phase des sich selbst Entdeckens finde ich mega wichtig. Was ich aber auch mega wichtig finde, ist, dass man diese Trauerphase nicht überspringt. Und ich bin da so 'ne Spezialistin. Ich finde dann immer so: „Okay, gut, ich weiß es jetzt, schön, alles nach hinten und nach vorne schauen.“ Nein, diese Trauerphase oder diese Findungsphase, die kann mega lange dauern und es ist auch okay und sie ist auch mega spannend. Und ja, für mich war's eben auch wirklich sehr wichtig, diese Erkenntnis zu haben, weil ich vor allem in meinem Berufsleben, also ADHS hat man in allen Bereichen, jeden Tag, aber ich habe es halt wirklich vor allem in meinem Berufsleben und Karriere extrem gemerkt. Und ich habe nie verstanden, warum dass bei mir Jobs mir erstens so schnell langweilig werden, aber gleichzeitig ich auch so verdammt schnell ausbrenne und immer noch trotzdem, obwohl ich einen Job eigentlich nicht mehr cool finde, irgendwie 250.000% gebe. Ähm, und wieso, dass das alles so verdammt schwer ist für mich und wieso ich so oft nicht schlafen kann und wieso, ähm ja, was es war, weil andere schaffen das ja auch, oder? Und
für mich war's mega gut, diese Diagnose zu haben und diese Klarheit, weil ich dann irgendwann realisiert habe: „Hey, verdammt noch mal, ich kann mir ich habe jetzt natürlich auch Privilegien, aber ich kann mir in meinen Möglichkeiten mein Leben, mein Berufsleben auch 'n bisschen so gestalten, dass es mehr zu mir passt.“ Und das sind zum Beispiel solche Geschichten wie, dass ich echt nicht mehr 100% arbeiten kann und auch nicht will, weil ich so wirklich regelmäßig in Burnouts renne, trotz allen Maßnahmen, trotz allem, was man machen kann. Und ich habe gelernt, dass meine Energie aufgrund meines Hirns schwankt. Man hat mal mehr, mal weniger und man muss mit den eigenen Reserven wirklich gut umgehen. Und das heißt nicht, dass wir weniger können oder weniger fähig sind oder was auch immer. Das ist alles wirklich, wenn jemand so was sagt, nicht hören. Aber es heißt, dass viele von uns halt wirklich unser Leben ein bisschen anders planen müssen, dürfen, können. Und jetzt kommt es extrem darauf an, in was für einem Umfeld man bereits ist. Manchmal eben manche Leute müssen komplett alles umstellen, manche können einfach ein bisschen was anpassen. Aber was ich super wichtig finde, weil ich bin auch in dieser Falle getappt, es ist kein Versagen, wenn man gewisse Dinge nicht mehr machen kann, weil sie einem so verdammt viel Energie gekostet haben und es einfach aufgrund der exekutiven Dysfunktion, die wir haben, einfach viel mehr Energie braucht, um es durchzuziehen. Und darum bin ich jetzt auch in meinem Coaching-Bereich auf dieses Thema Berufung oder Berufswahl mit ADS gegangen, weil ich finde es einfach so verdammt wichtig, dass wir da selbst, so weit wir können, unseren Weg finden. Und ich finde, alle Menschen können aufgehen in einer Rolle, wenn sie das wollen natürlich. Es muss auch niemand arbeiten, um vollwertig zu sein in dieser Gesellschaft. Das ist einfach meine Meinung. Aber ich bin der Meinung, wenn das Umfeld stimmt, wenn die Behandlung da ist von der ADHS und wenn die Akzeptanz auch ein bisschen da ist, dann können wir alle in einer Rolle aufgehen und glücklich sein. Dazu muss man aber einfach die eigenen Lügen, die man sich erzählt, halt einfach auch mal auflösen und auch ein Stück weit akzeptieren, dass viele neurotypische Tipps für wie man arbeitet, wie man produktiv ist, wie man keine Ahnung was macht, halt einfach komplett unpassend sind für uns. Nicht alle und auch nicht für alle, aber für viele. Weil vieles baut so darauf auf und ich denke, das ist auch scheiße für alle neurotypischen Menschen, ehrlich gesagt, aber für uns noch viel mehr. Vieles baut darauf auf, dass wir überdiszipliniert sein müssen, dass wir überall immer lange dabei sein müssen, dabei bleiben müssen. Es ist eine Schande, wenn man irgendwie schnell das Hobby wechselt oder den Beruf oder man muss immer aufgeräumt sein, man muss und man muss einfach nur noch ein bisschen mehr durchbeißen. Und das funktioniert, glaube ich, schon für viele Menschen im Allgemeinen nicht, wenn man mich fragt. Ich habe auch gelesen, dass Disziplin endlich ist und schnell aufgebraucht bei vielen, allen Menschen fast. Ähm, aber bei uns ADHSlerInnen ist es halt einfach noch 'n bisschen krasser mit dieser Disziplin. Das geht nicht einfach automatisch so. Und all diese Dinge, diese Glaubenssätze, ich müsste doch das können und alle anderen können auch, die müssen weg. Die müssen einfach weg. Wir dürfen nach unserem Gutdünken leben und damit meine ich nicht, dass wir keine Herausforderungen angehen sollen. Im Gegenteil, unbedingt aus der Komfortzone raus. Ähm, aber wir dürfen es auf unsere Art machen. Und der Dr. Hallowell, eine ADHS-Koryphäe, der sagt immer: „Choose your right difficult“ oder „Choose your own difficult“. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Es darf schwer sein, es darf eine Entwicklung sein, aber wir dürfen es auf unsere Weise machen. Und da bin ich immer noch drin in diesem ganzen Prozess. Und da passiert auch noch immer mega viel. Und bei mir ist es so, dass ich jetzt, selbstständig bin. Ich kann mir das auch ein Stück weit noch leisten, weil ich auch noch ein bisschen Geld auf der Höhe habe. Und ich merke, dass für mich nur schon das, dass ich nicht
irgendwo jeden Tag um 8 auftauchen muss und um 17 Uhr gehen muss et cetera, dass für mich das schon eine ganz große Befreiung ist. Das kommt natürlich eben alles wieder noch mit einer anderen Geschichte, dass ich natürlich selbst alles organisieren muss, worin ich jetzt halt, nicht so gut bin, noch nicht. Ähm, aber es ist einfach so der eigene Rhythmus für mich, der schon vieles besser gemacht hat. Ja, schau mal auf die Notizen. Ja, vielleicht noch, was sich sonst noch so zum Positiven kann ich mal sprechen, verändert hat seit der Diagnose. Also, für mich hat sich der Schlaf zu 1000% zum Positiven verändert. Ich schlafe einfach so viel besser. Das liegt bei mir ganz sicher auch an der Medikation. Die gleicht mein Hirn einfach so gut so weit aus, dass es wirklich einfach dass ich diesen Rhythmus irgendwie besser drin habe. Ich habe dank der Behandlung, Medikation, Therapie auch wirklich jetzt mehr Routinen implementieren können. Also, das sind nicht wirklich Routinen, wie es im Buche steht. Ich glaube auch nicht, dass wir das unbedingt können müssen. Aber, ich habe Routinen implementiert, eine gewisse Regelmäßigkeit im Tag. Ich schaffe es auch wirklich mehr oder weniger zur gleichen Zeit aufzustehen jeden Tag. Ähm, ich habe aufgehört zu trinken, Alkohol, nicht Wasser. Apropos, wenn du noch nichts getrunken hast, nimm jetzt 'n Schluck bitte. Genau. Ich habe, glaube ich, die letzten 12 Monate, glaube ich, irgendwie dreimal noch was Kleines getrunken. Letzthin habe ich mal 'n Bier probiert bei meiner Mama zu Hause und ich konnte es fast nicht trinken, weil es so widerlich geschmeckt. Ähm, ja, ich habe generell einfach mit dieser Selbstmedikation, die ja ganz viele Menschen halt machen mit Alkohol, Drogen, Sex, was auch immer, ähm, habe ich halt wirklich ein bisschen losgelassen. Und ja, es ist mega viel Arbeit an einem selbst und es läuft auch nicht immer gleich gut. Aber, ich bin so, so happy, wo ich jetzt gerade bin. Wie ich entspannen kann, wie viel besser ich schon mein Leben irgendwie gebacken kriege vom Organisatorischen her, ohne Anxiety dazu zu benutzen, organisiert zu sein. Und ja, auch wie viel besser ich auch nein sagen kann zu gewissen Dingen, die mir nicht guttun. Und generell einfach die Abgrenzung gegenüber anderen Dingen funktioniert einfach so viel besser, weil meine emotionale Regulation auch jetzt besser ist. Genau, Thema Medis. Ich finde mega schwer, darüber zu sprechen. Ähm, mir ist mega wichtig, ich bin keine Ärztin, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Ich bin wirklich absoluter Laie. Also, alles, was ich jetzt erzähle, ist meine Erfahrung und nur meine. Ich habe auch noch was dazu zu sagen, zu diesen Erfahrungen, Lesen, Hören, Schauen bei anderen mit Medikation. Aber ja, ich teile das natürlich gerne. Und ich möchte aber auch noch sorry, ich bin Disclaimer-Person. Ich möchte auch noch vorausschicken, es ist eine persönliche Entscheidung, Medikamente zu nehmen. Ich verurteile niemanden, der keine Medikamente nimmt. Ich verurteile natürlich niemanden, der Medikamente nimmt. Ich verurteile einfach das Medikamenten-Shaming, das herrscht vor allem im deutschsprachigen Raum, aber sicher auch im englischsprachigen Raum. Das ist das bringt ganz viele Menschen davon ab, es überhaupt zu versuchen mit der Medikation. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Lebenserwartung von ADHSlerinnen aus verschiedensten Gründen im Schnitt 13 Jahre verkürzt ist, wenn sie ihre ADHS nicht behandeln. Und sind auch oft noch Medikamente mit gemeint. Und Medikamente sind nach wie vor First-Line-Treatment, natürlich zusammen mit Therapie idealerweise. Ähm, ja, genau. Und das ist nicht ohne Grund so. Das ist nicht einfach die böse Pharma, die ihre Medikamente verkaufen möchte, sondern es kann echt Leben retten. Im kleinen Sinne, also, dass man das Leben einfach besser bestreiten kann und auch in dem Wortsinne, dass viele Menschen ihr Leben länger behalten, dank auch der Medikation oder sogar vor allem wegen der Meditation. Ja, das gibt's auch, Medikation. Also, ich habe angefangen mit Methylphenidat, Medikinet, und das habe ich dann eine Weile lang genommen.
Einige Monate lang. Ich habe dann auf Concerta gewechselt, weil ich wollte nicht mehrmals am Tag eine Tablette nehmen, weil das vergisst man ja auch und so. Ähm, Das Methylphenidat, also das Medikinet, habe ich wirklich krass gemerkt. Also, ich hatte jetzt nicht so diesen Aha-Moment, wo jetzt alle immer viele davon schwärmen, aber ich habe wirklich gemerkt, wie so die Welt so, ein paar Gänge runtergeschaltet hat für mich, in meinem Kopf, in mir drin. Ähm, Ich konnte plötzlich auch wieder ein bisschen herzhaft lachen irgendwie. Das klingt jetzt mega doof, aber es war so. Ja, und ich konnte auch meine Aufmerksamkeit wirklich besser lenken. Ich bin nicht mehr so voll im Hyperfokus drin gewesen. Konnte auch aufhören mit Sachen. Vorher war das Task-Switching mega schwer für mich und ich habe wirklich besser geschlafen. Also, einige Leute schlafen schlechter, wenn sie anfangen mit der Medikation, aber ich habe echt einfach super geschlafen. Und ja, es war für mich schon ein bisschen eine Befreiung. Ich hatte Nebenwirkungen, also die klassischen Sachen. Ich hatte verspannter Nacken teilweise und irgendwie, ja, manchmal war es ein bisschen flau im Magen am Anfang. Ich habe ein bisschen noch mehr, als ich schon, geschwitzt und ich habe dann eben auf Concerta gewechselt und das war immer so ein bisschen, für mich einfach. Also, viele haben super gute Erfahrungen. Ich habe dann halt einfach die Dosiserhöhung auf 27 nicht nicht ertragen. Ich hatte leider zu viele Nebenwirkungen, als ich hochdosiert habe auf die nächste Größe, auf 27. Die Wirkung war sehr gut, aber die Nebenwirkungen waren halt einfach für mich persönlich nicht annehmbar. Also, war meine PMS schlimmer. Ich hatte echt so ich habe sehr oft geweint, das hat teilweise auch gut getan, aber es war schon sehr auffällig. Hm, und eben die Produktivität war gut, der Schlaf war gut, die Konzentration war gut, aber die Nebenwirkungen waren mir da einfach zu viel. Und dann habe ich 'ne Zeit lang wieder aufs 18 gewechselt und dann ist meine 18 Milligramm und da ist meine Welt wieder ein bisschen auseinandergefallen. Also, die ADHS-Symptome sind mit voller Wucht fast zurückgekommen. Und jetzt habe ich auf Elvanse gewechselt, was leider gerade Lieferschwierigkeiten hat im Moment. Juhu, ganz schlimm für ganz viele. Ich habe auf Elvanse gewechselt und bin jetzt auf einer sehr kleinen Dosis noch. Für mich sehr, sehr gut. Ich fühle mich komplett wie ich selbst. Ich kann mich super gut konzentrieren und fühle einfach so ein bisschen weniger Brain Fog auch, also vernebeltes Hirn. Und ja, mal schauen. Also, ich bin jetzt da noch im Prozess drin. Ich werde jetzt ganz langsam mal ein bisschen hochdosieren und mal schauen, wie's einfach die richtige Dosis finden. Genau. Für mich ist es aber auch ganz wichtig, dass man sich auch vorher mal realistisch fragt: „Was erwarte ich denn eigentlich von der Medikation?“ Weil die Medikation ist nicht dazu da, einem die Probleme wegzunehmen, die man hat, sondern sie ist da, um den Dopaminhaushalt auszugleichen, so dass wir quasi auf der gleichen Ebene sind wie neurotypische Menschen und unsere Probleme und unsere Herausforderungen quasi leichter angehen können. Und eben bei mir ist das Elvanse auch mega gut für die emotionale Regulation, also auch für die Impulskontrolle. Ich merke einfach, dass ich nicht so Mood-Swings habe und auch nicht so krass reagiere jetzt irgendwie auf Kritik oder wenn ich was lese, was völlig gegen meine Werte geht, dann fahre ich nicht gleich voll voll aus der Haut. Aber trotzdem bin ich nicht irgendwie es wird oft gesagt, man wird ruhig gestellt mit ADHS-Medikamenten, bla bla bla. Das ist Quatsch. Also klar, wenn man natürlich riesige Dosen nimmt davon vielleicht schon, aber absolut Quatsch. Das Ziel ist, dass man sich einfach auf ein normales Level bringt und ja, die Dinge halt einfach leichter angehen kann. Und für mich ist es auch super wichtig, weil ich jetzt auch viel mehr auf meine Self-Care achte. Weil das sind ja auch Dinge, die man planen muss und das sind ja auch Dinge, die man regelmäßig machen muss. Und genau das fällt ja einem nicht behandelten ADHS-Brain mega schwer, diese Regelmäßigkeit, dieses Dabeibleiben, sich aufraffen dazu. Ähm, und das funktioniert bei mir halt einfach besser, so mit der Medikation. Natürlich bin ich auch in Therapie und das ist die Kombination, die da hilft, weil man muss ja dann auch gewisse Tools an die Hände nehmen und die einführen, damit man, ja, das einfach auch verinnerlichen kann.
Und es gibt ja auch inzwischen gewisse Forschung, die besagt, dass wenn man während der Medikation quasi diese Routinen anfängt einzubauen, dann gibt die Neuroplastizität, die halt diese Routinen wirklich auch im Hirn integrieren kann. Und es gibt viele Menschen, ich sage nicht, dass man das muss, man kann das Medi auch durchnehmen, aber es gibt viele Menschen, ich habe in der ADHS-Community auf Reddit jetzt häufig auch gelesen, dass die einen dann mit der Zeit, wenn sie diese Routinen haben oder das Leben ein bisschen so gestaltet haben, wie es für sie passt, dass sie dann teilweise auch tageweise auf das Medikament verzichten können oder es teilweise nur noch bei Bedarf nehmen. Ich kann mir dieses Bedarf-Dings noch nicht vorstellen im Moment, ähm, aber ich lese das wirklich sehr oft und finde das eigentlich auch noch cool, wenn man das so machen kann. Wichtig ist einfach, ich habe sehr viele Erfahrungen gelesen im Internet über meine Medikamente, die ich nehme oder das Medikament, das ich jeweils nehme. Und es vor allem auch auf Reddit, aber ich glaube auch sonst, es kursiert einfach so viel Bullshit-Information da draußen. Und manchmal verirren sich eben auch Menschen in diese Foren, die diese Medikamente missbrauchen. Oder die irgendwie sonst 'n Problem haben im Leben und diese Dinge halt dann auf das Medi schieben. Und das Problem ist halt einfach, wenn man sich zu viel von dieser Info reinzieht, dann kann es halt einen Placebo oder Nocebo-Effekt geben und man hat dann einfach all diese Dinge plötzlich oder man hat das Gefühl, es wirkt nicht. Und ich finde es einfach wirklich, wirklich wichtig, sich aus den richtigen Quellen zu informieren. Also, ich empfehle da, Russell Bartlett zum Beispiel, jetzt rede ich schon Schweizerdeutsch, zum Beispiel, der ist ja auch so 'ne ADHS-Koryphäe, weil oder ADHSpedia oder ADHSx.org, wie sie alle heißen, dort hat es auch Forschungsergebnisse und wirklich seriöse Info. Weil all diese Erfahrungen, die wahrscheinlich aus gutem Herzen geteilt werden oder diese Menschen, die um Rat fragen, zum Beispiel auf Reddit, die können einen einfach viel Angst machen. Also, vor allem, wenn man ein bisschen, wie ich, auch noch eine Angststörung hat, oder so ein bisschen OCD, das ist auch eine Angststörung, wie in meinem Falle hat, weil dann kann man sich ganz schön auf solche Dinge einschießen und dann hört man nur noch so in sich herein und hat Panik. Man hat Panik, dass man irgendwie an diesem Medi stirbt am Schluss und das ist einfach blöd. Ähm, Vor allem in der deutschsprachigen Welt werden ADHS-Medikamente mir viel zu fest verteufelt. Also, ich sage nicht, dass man nicht vorsichtig sein sollte oder das nicht ärztlich abklären, unbedingt, eben. Es muss in einem professionellen Rahmen passieren. Und ich sage auch nicht, dass es nicht Ärzte und Ärztinnen gibt, die vielleicht so hohe Dosen verschreiben und so. Also, ich möchte keine Erlebnisse irgendwie jemandem abtun. Ähm, aber es ist einfach nicht des Teufels und es sollte auch nicht das letzte Ding sein, das man macht. Sehr oft höre ich irgendwie auch von Professionellen, von Experten: „Ja, zuerst mal Therapie und Meditation und boah.“ Und ich meine, das ist alles geil, oder? Sport, Meditation, Therapie, Ergotherapie, Neurofeedback, was auch immer es gibt. Ist alles cool, soll man alles machen, finde ich toll. Aber nicht das erst alles probieren unbedingt und dann, wenn gar nichts funktioniert, erst das Medi nehmen. Ähm, Man kann das so machen, aber ich sage es einfach, es ist einfach scheiße schwer, vor allem so therapeutische Maßnahmen zu integrieren, wenn man ein ADHS-Brain hat. Und es ist ja wirklich kein Mindset-Problem. Es ist nicht, dass ich keinen Bock habe auf diese Therapiemethoden oder dass ich keine Lust habe zu meditieren, sondern man kann oft einfach erst mit Medikation, mit der richtigen Medikation, sehr oft, sehr häufig erst überhaupt diese Routinen angehen. Und ich finde es ja, genau, Glia, das finde ich genau auch. Das finde ich auch, das gilt für alle Psychopharmaka, of course, also auf jeden Fall. Blende es noch kurz ein, weil das finde ich eigentlich mega wichtig. Ähm, genau, ich mache nur noch weil ich schon langsam ein bisschen müde werde, entschuldige. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich finde es halt einfach wirklich mega schade, wenn Leute erst jahrelang fast versuchen, sich natürlich
irgendwie auszugleichen. Und das ist mega hart. Das brennt einen teilweise extrem aus, wenn sie das eigentlich gar nicht hätten tun müssen. That being said, es gibt auch Non-Responder, also Leute, die nicht auf ADHS-Medis reagieren. Und es gibt auch wirklich Leute, die es nicht vertragen. Genau, Inge, das ist es genau. Wenn man mit 40 Jahren feststellt, dass man ADHS hat, hat man echt einfach schon alles ausprobiert. Ja, das ist eben wirklich so. Ähm, und dann ist es einfach ein Hohn, wenn quasi die Gesellschaft findet: „Ja, ne, also du musst jetzt erst einfach nochmals jeden Tag eine Stunde meditieren und in den Wald spazieren gehen und, Atemübungen machen und deine ganze Ernährung umstellen, bevor du dann irgendwie zum Medikament greifen darfst“, quasi. Und manchmal wird das auch so als Cheat empfunden, als würden wir uns einen Vorteil holen mit diesem ADHS-Medikament, was völliger Quatsch ist. Das ist einfach wirklich völliger Quatsch. Wir bringen uns auf einen Level, auf einen normalen Level. Das sollte das Ziel sein. Es sollte ein Tool sein, ne? Aber ich finde es kein unwichtiges Tool. Also, jetzt habe ich wahrscheinlich einige Anti-Medikamenten-Menschen verloren, aber es ist, wie es ist, nicht? Da habe ich noch eine Frage, 2 oder noch eine. Genau. Wie empfindest du die Phase beim Abklingen der Medis? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also, bei mir, beim Methylphenidat, also beim Medikinet, habe ich's mega gemerkt. Das ist der sogenannte Rebound, wovon wir sprechen. Also, wenn das Medikament abklingt, dann kommen auch die ADHS-Symptome oft zurück. Vielleicht noch für alle, die es nicht wissen und das Video im Nachhinein schauen. ADHS-Medikamente, also die normalen, die Stimulantien, also Methylphenidat, das Elvanse, und teilweise eben auch das Adderall, glaube ich, ist genauso. Die die halten nur einen Tag quasi, also höchstens irgendwie so 12 Stunden oder so. Bei Elvanse sagt man bis zu 14, aber ich empfinde das nicht so. Und eigentlich kehrt man jeden Abend wieder zurück, mit dem eigenen Brain in den Urzustand und das kann gewisse Leute ganz schön mitnehmen. Ich hatte ein bisschen das Glück, dass ich ab Concerta eigentlich keinen krassen Rebound mehr hatte. Weiß nicht, wie's bei dir ist, Fabio? Vielleicht magst du's teilen, was deine Erlebnisse sind, weil die Kommentare werden ja nachher auch noch sichtbar sein. Aber bei mir ist es so, jetzt beim Elvanse ist es wirklich krass, vielleicht liegt's auch noch an 'ner kleinen Dosis, aber merke Ähm, ich merke es nicht. Ich merke es nicht, wenn's ausfährt, also wenn's abklingt. Ich merke es auch nicht so, dass wenn es kommt, also wenn die Wirkung kommt, merke ich's nicht körperlich irgendwie. Ich habe auch 'n normalen Puls und alles. Ich merke einfach, dass Dinge 'n bisschen leichter gehen und eben vielleicht so der Nebel im Kopf 'n bisschen verschwindet. Und am Abend, ich glaube, das Einzige, was ich merke, ist tatsächlich, und jetzt geht's auch bei mir 'n bisschen los, dass ich einfach 'n bisschen hibbeliger bin. Und vielleicht auch, wenn ich was lese, merke, dass ich so manchmal die Sätze mehrmals lesen muss und einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen, glaube ich, verpeilter. Ich bin immer verpeilt, by the way. Da helfen auch keine Medikamente. Aber ja, das ist es eigentlich. Ich bin 'n bisschen verpeilter am Abend. Aber sonst muss ich sagen, bisher, auf Holz klopfen, fühlt sich das ziemlich okay an. Also, auch wenn ich 'n Tag mal aussetze oder so, ich bin einfach 'n bisschen müder vielleicht eben und, ja, verpeilter, vergesse vielleicht 'n bisschen mehr was, aber sonst ist das eigentlich alles ziemlich cool bisher. Und ich weiß, das ist nicht das Erlebnis von allen und eben, wie gesagt, mir ist's mega wichtig zu sagen, ich möchte keine Erlebnisse kleinreden. Ich weiß auch von Menschen, dass sie, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Medis und ja, und das tut mir auch sehr leid, weil dann ist einfach auch eine Möglichkeit, ein Tool weg. Und es geht auch. Ich meine, für viele geht es dann letztendlich auch ohne. Es ist einfach viel, viel, viel anstrengender und man muss viel, viel, viel mehr meiner Meinung nach, oder so ich das auch gelesen habe, viel, viel mehr auch anpassen irgendwo oder flexibel sein. Ja, aber das sind einfach Dinge, die ich so 'n bisschen gelesen habe und ich wäre einfach mega glücklich, wenn man sich gegenseitig nicht verurteilen würde. Ich finde es genauso scheiße, wenn man die Leute verurteilt, die keine Medis nehmen möchten, weil sehr oft gibt es gute Gründe.
Ich möchte einfach die Personen, die keine Medis nehmen möchten, weil sie diesen Schauermärchen glauben, die da erzählt werden teilweise, dass sie sich's doch nochmals vielleicht überlegen und mit professionellen, ja, ich sage immer professionelle Menschen, ich meine Experten, mit Experten sprechen, also mit Psychiater, Psychiaterinnen oder sonstigen Menschen, die eine Ahnung haben von ADHS und ADHS-Medikation und sich nicht abschrecken lassen von diesen schlimmen Schauer-Stories, die man sich da erzählt. Also, das Krasseste, was ich gelesen habe in einem ADHS-Forum, also auf Reddit, war: „Ja, ist ja auch legales Speed." Ja gut, also vielleicht ist der Wirkstoff schon etwas, was man letztendlich zu Speed machen kann, ja, molekülmäßig, aber ne, wir nehmen nicht einfach legal Drogen. Wir wollen uns keinen Zustand geben. Es ist nicht wie wenn man an eine Party geht und sich irgendwie Speed reinhaut. Das macht einfach ganz etwas, das macht was mit einem, wenn man solche Bilder vermittelt, ne? Weil man will ja nicht drogenabhängig sein irgendwie. Also und darum wäre ich so froh, wenn dieses Gebäsche aufhören würde, aber ich fände es auch wirklich cool, wenn man auch respektiert, wenn jemand das, ja, das einfach nicht machen möchte oder noch nicht machen möchte oder nicht mehr. Ja, das stimmt. Also eben, ich bin ja nicht vom Fach, aber Clea, du hast das wahrscheinlich, ähm ja, du hast es wahrscheinlich selbst erlebt, was Neuroleptika anrichten können, ja? Also eben aber auch hier, ich meine, diese Medis werden auch gebraucht und wenn sie kontrolliert abgegeben werden, dann ich meine, klar gibt es Gefahren, aber dann ist man einigermaßen safe, mhm. Dass die Begleitung nicht immer optimal ist und so, das ja, das habe ich auch schon gehört und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Und es ist so, die ADHS-Medikamente sind sehr sicher, wenn richtig abgegeben und richtig dosiert, wenn man sich auch durchchecken lässt vorher natürlich. Sie sind mega safe und sie haben 'ne mega geringes Abhängigkeitspotenzial, vor allem die retardierten Geschichten. Im Gegenteil eigentlich, also es ADHS-Medikation führt bei vielen dazu, dass sie eben weniger Süchte haben. Ähm, ja, also das ist ja bei mir so. Ich habe aufgehört zu trinken zum Beispiel. Das hätte ich wahrscheinlich ohne die Medis nicht gemacht. Ich hatte ab Tag eins keinen Bock mehr auf Alkohol. War fast 'n bisschen traurig zuerst, was ja dumm ist, aber es ist einfach so, ja. Ich denke, es hat einfach zu viel Missinformation und es wird leider nicht besser. Es kommt ja jede Woche wieder irgendein Vollhonk hinterm Vorhang hervor, der das Gefühl hat, irgendwie ADHS gibt es nicht und ADHS-Medikamente sind nur da, die Leute irgendwie gefügig zu machen und oder Drogen zu konsumieren oder was auch immer. Es ist echt schrecklich. Darum finde ich, Leute, wenn ihr 'n YouTube-Kanal machen möchtet und aufklären möchtet, bitte tut's. Es braucht's, es braucht's. Nicole hat Fragen. Für Menschen, welche keine ADHS haben, wie wirken die? Ähm, Das ist 'ne interessante Frage. Ich kann nur sagen, was ich lese. Also ja, sie haben 'ne Wirkung. Also nein, die einen, die merken's tatsächlich nicht, wenn sie's nehmen. Also viele Normies sind Non-Responder, vor allem wenn es retardierte Medikamente sind, und wenn sie normal konsumiert werden. Wenn jetzt aber Leute finden, sie müssen auf 'ne Prüfung lernen, dann hauen sie sich oft also normale, neurotypische Menschen, ähm, sich das reinhauen für 'ne Prüfung, dann nehmen sie oft viel höhere Dosen. Und was ich so lese, ist, ja, die einen fühlen sich dann tatsächlich ein bisschen wie auf Speed, sind dann mega wach, können also sind wirklich angetrieben, haben auch 'n schnelleren Puls und so. Also, es muss aber sehr unangenehm sein, habe ich gehört. Und was eben das Lustige ist daran, dass die kognitiven Fähigkeiten bei neurotypischen Menschen abnehmen, wenn sie Stimulantien nehmen. Und bei Menschen mit ADHS ist es umgekehrt. Und viele lernen dann mit zum Beispiel Ritalin, also mit schnell wirkenden Ritalin, lernen dann damit und aber eigentlich können sie sich dann die Inhalte gar nicht so gut behalten. Also, es ist einfach das, was ich aus irgendeiner Studie habe und auch was ich so ein bisschen gelesen habe. Und gewisse Medikamente, also das, was ich zum Beispiel nehme, das kannst du gar nicht missbrauchen.
weil das wird erst im Blutstoffwechsel überhaupt zu dem Stoff gemacht, der dann wirkt. Ähm, was haben wir dann noch? Aber eben, ich habe auch schon gehört, dass es einfach gar nicht wirkt. Und ich habe schon von jemandem gehört, bei dem das eben richtig gewirkt hat und die Person hatte dann nachher 'ne ADHS-Diagnose. Ja, aber eben, take it with a grain of salt, hä? Das ist einfach das, was ich mitbekommen habe. Das ist jetzt null wissenschaftlich oder so, also wirklich. Aber es gibt wahrscheinlich schon einige Studien dazu. Wäre noch spannend, da 'n bisschen mehr reinzulesen. Aber ich sage immer, also, wenn du dir irgend 'n Rausch geben möchtest irgendwo, also, jetzt nicht einfach du, Nicole, sondern generell, wenn man sich 'n Rausch geben möchte, dann kann man das auf viel bessere Weise wahrscheinlich erreichen. Dann trink besser irgendwie 'n Glas Wein oder geh irgendwie, keine Ahnung, auf 'ne Party. Also, ich rate davon ab, das zu tun. Naturzustand ist eigentlich der beste Zustand, sage ich inzwischen. Aber genau, man kann sich echt 'n Rausch auch anders holen. Ähm Ich empfehle es nicht, einfach nochmals for the record. Ja, das verstehen die Leute eben nicht, dass es da 'n Unterschied gibt und da kommt leider dieses Vorteil her. Und dieses Vorteil kommt eben auch davon, dass man nur von Leuten liest eigentlich und auf YouTube sieht man auch viele solche Videos, die quasi ohne ADHS diese Medikamente probieren und dann, ja, halt die einen werden vielleicht sogar abhängig davon, keine Ahnung. Andere haben einfach ein schlechtes Erlebnis, finden es mega krass und boah, und es ist auch immer sehr sensationsgierig, das Ganze. Ja, und dann kriegt's eben diesen Ruf. Und ich bin auch gar nicht sicher, ob wir ADHSlerInnen wirklich gegen diesen Ruf eine Chance haben, aber ich hoffe es einfach sehr. Es wäre wirklich schön. Es wäre wirklich schön, wenn man sich nicht schämen müsste, ADHS-Medikamente oder überhaupt Psychopharmaka zu nehmen, weil wieso müssen wir das Leben auf Hard Mode spielen, wenn alle anderen oder viele anderen das auf Easy Mode oder normalem Mode spielen können? Wieso müssen wir jetzt diesen Extraweg gehen oder diesen Rückstand haben, von der Energie her und von den, exekutiven Funktionen her? Also, keine Ahnung, aber da könnte man jetzt echt, ich glaube, ich mache dann mal noch 'n speziellen Livestream zu Vorteile gegen ADS und Antworten darauf. Und dann könnt ihr alle auch wieder kommen und mir Unterstützung geben. Ähm, gut ist auch, ah ja, genau, das mag ich auch so. Finde ich auch ganz, ganz toll. ADS gibt es nicht und wenn es das gäbe, dann hättest du es nicht, weil du Abitur gemacht hast. Ich liebe es so. Ich bin auf Reddit, auf einem Subreddit, das heißt ADHS Women, glaube ich, oder AD, ja, wa irgendwie so. Und ich glaube, ich lese jeden Tag von jemandem, der reinkommt und sagt: „Meine Psychiaterin will mich nicht mit ADHS diagnostizieren oder mein Arzt oder wer auch immer, weil ich war gut in der Schule oder weil ich habe studiert.“ Ich finde es einfach so krass, weil man weiß ja auch von vielen Menschen, die erfolgreich sind, also erfolgreich bekannt sind, die ja auch ADHS haben und irgendwie studiert haben und so und die sind irgendwie im Sport unterwegs, die sind, keine Ahnung, die sind überall unterwegs, weil wir sind ja überall unterwegs, weil wir können ja diese Dinge alle auch. Ähm, und dann trotzdem, also, es gibt lebende Beweise en masse und trotzdem heißt es dann, du kannst kein ADHS haben, weil du warst gut in der Schule. Das ist wirklich, das geht mir einfach nicht in den Kopf und das kommt eben auch wieder alles auf diesen Punkt, dass viele Expertinnen, viele PsychiaterInnen, ähm, einfach diese alte Schule haben und nicht halt wie viele andere auch, halt keine Weiterbildungen mehr gemacht haben oder so, keine Ahnung, oder selbst Vorurteile haben und die sind einfach immer noch in den 80er Jahren gefangen, wenn man mich fragt. Ja, ist auf jeden Fall Quatsch. Man kann ADHS haben und gut in der Schule gewesen sein. Die Leute sehen, glaube ich, einfach nicht ein, wie viel mehr Anstrengungen uns das teilweise gekostet hat und schlaflose Nächte. Und in meinem Fall war es ja so, ich war die Streberin. Ich habe immer mega früh angefangen zu lernen. Ich habe
mich zu Tode gelernt. Ich habe Zusammenfassungen 100.000 Male durchgelesen, weil ich hatte halt gleichzeitig Anxiety. Ich wusste, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich es nicht machen und dann werde ich an der Prüfung versagen. Und ich habe mich dann selbst immer so gepusht und alles nur über meine Ängste gesteuert. Und dann war ich gut. Ich war sehr gut, aber der Aufwand war krass. Also, ich war jedes Mal in einem halben Burnout nach irgendwelchen Prüfungsphasen und zwar wirklich krass. Aber von außen hat's halt ausgesehen, ja, die hat halt einfach 'n bisschen gelernt, ne? Und, aber eben, dass wir oft so viel mehr Aufwand betreiben, auch wenn wir intelligent sind. Ich sage nicht, dass wir nicht eben, man ist auch hochbegabt. Es gibt ganz viele Hochbegabte. Der Aufwand ist einfach so unverhältnismäßig oft. Und ich glaube, das klar zu machen, wie das für einen selbst ist, das ist halt echt schwierig. Schwierig, weil die Leute können ja nicht hineinsehen. Ja. Und manchmal finde ich halt auch, wenn es nicht gerade um den Diagnoseprozess geht, man muss nicht alle überzeugen. Das ist einfach meine Meinung. Also, ich habe teilweise die Kämpfe da jetzt inzwischen schon bereits aufgegeben. Also, wenn ich weiß von jemandem, der steht nicht so, der weiß auch nicht so viel oder die, da erzähle ich's dann teilweise auch gar nicht, weil sonst kommt dann gleich wieder: „Was, du? Nö.“ Auch irgendwie cool, dass Menschen das Gefühl haben, sie können einen diagnostizieren. Ähm, Wodurch ist mein Schlaf besser geworden? Das ist 'ne gute Frage. Also, ich glaube, es ist ein indirekter Effekt von einfach der ganzen ADHS-Behandlung. Ich sage das so Behandlung, weil es ist ja nicht etwas, was man heilen muss. Das ist keine Krankheit, die man heilen muss, sondern einfach etwas, was man für sich managen darf, sodass es einem gut geht oder muss auch ein Stück weit. Bei mir war's, glaube ich, echt 'ne Kombination aus der Medikation und aus der Therapie, ähm, weil ich glaube, durch die Medikation einerseits ist die Energieverteilung durch den Tag irgendwie anders. Also, ich glaube, ich mache dann irgendwie mein Zeugs mit einem besseren Gefühl. Es entsteht weniger Stress. Ich mache eben, wie gesagt, weniger mit Angst als Treiber, weil das ist ja dann auch wieder Stress, sondern ich mache Dinge quasi aus mir heraus. Das heißt, mein Stresslevel ist einfach einiges tiefer. Und ich war ja schon vorher lange, lange in Schlaftherapie und ich weiß extrem viel über das Thema Schlaf. Ähm, und da wusste ich einfach, Schlaf wird durch den Tag gemacht, he? Das heißt, wenn man am Tag schaut, dass man das Stresslevel so gut es geht, ich weiß, es geht nicht immer, wenn man das Stresslevel tiefer hält und es schafft, eben auch runterzukommen und am Abend runterzukommen, dann ist nachher auch der Schlaf besser. Es sei denn man hat sonst noch eine, kognitiv also hirnbedingte quasi Schlafstörung oder wenn man eine Krankheit hat, die zu Schlafstörungen führt, dann wird's natürlich 'n bisschen komplexer, weil manche können ja auch nicht gut schlafen, weil sie chronische Schmerzen haben, ähm, oder eben weil's 'ne neurologische Geschichte gibt. Und da helfen halt oft auch dann nur zusätzliche Medikamente noch. Bei mir, ich hatte ja auch mal Neuroleptika off-label verschrieben bekommen für den Schlaf und die haben überhaupt nicht gewirkt. Und bei mir war's jetzt wirklich so, ähm, dass es einfach als Gesamtbild, ich glaube auch, weil ich meine Routinen wieder besser einbauen konnte und weil ich regelmäßig mich bewege auch, dass das sich positiv auf den Schlaf einwirkt. Aber um das zusammenzufassen, mein Redeschwall, der größte Impact hat für mich das Herunterdrücken des Stresslevels, also die Grundentspannung, die größer ist. Und auch, dass ich mir mehr Zeit für mich nehme, auch am Abend, für meine Sachen und nicht das Gefühl habe, ich müsse immer verfügbar sein für alle. Das Konstrukt Hochbegabung sehe ich auch kritisch. Ja, trotzdem hat es mir Selbstbewusstsein gegeben. Das war nämlich ziemlich auf Null. Ja, eben für mich ist es irgendwie noch lustig, weil ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie sich das anfühlt, oder? Hochbegabung. Ähm, ja, ich glaube, es fällt einem einfach vieles
natürlich leicht, so wie's klingt, aber es kommt auch so mit ganz viel Langeweile in der Schule, in der Arbeit, weil man einfach weiter ist als viele andere. Und ich meine, es kann ja in beide Richtungen gehen, oder? Es kommt auch hier wieder darauf an, in welchem Umfeld man ist. Ich glaube, eine Hochbegabung, wenn es richtig gehandelt wird und wenn es einem richtig erklärt wird und man genügend auch Futter bekommt für die Hochbegabung, dann kann es wahrscheinlich 'n Mega-Boost sein. Ich habe auch schon von Leuten gehört, dass es eben ganz schlecht ist, weil eben Langeweile und dann sogar noch schlechter in der Schule und dann nicht gefördert worden und dass es dann eben nicht so gut war fürs Selbstbewusstsein. Bei mir, ich glaube, in der Grundschule war ich wirklich weggezont, weil ich schon sehr vieles konnte, als ich in die Schule ging. Also, ich will jetzt nicht kein guter Schüler. Okay, ja. Das höre ich eben oft, weil bei mir war's so am Anfang, in der ersten bis zur dritten Klasse hatte ich ziemlich schlechte Noten, wirklich schlechte Noten, also im Verhältnis, im Vergleich mit anderen, weil ich war einfach nicht da. Ich konnte schon lesen, ich konnte schon 'n bisschen schreiben und mich hat das Zeugs einfach echt null interessiert, weil ich kannte das irgendwie schon. Und mit meiner ADHS bin ich dann einfach voll in meine Traumwelt abgetaucht und habe dann teilweise die besten Geschichten geschrieben, ne, aber irgendwie 200.000 Fehler. Ähm, Jetzt nimmt's mich Wunder, Glia, wie's für dich war, wie es dazu kam, dass du ein gutes Selbstbewusstsein bekommen hast mit dem Wissen um die Hochbegabung. Das wäre für mich mega spannend, ja, weil ich höre oft das Gegenteil. Aber bei mir eben, darum sage ich auch, ich sehe die Hochbegabung bei mir nicht so, weil also, ich kam dann schon irgendwann so ein bisschen in den Rückstand und ich habe ja ganz offensichtlich leider auch 'ne Rechenschwäche. Ja, und das war dann zum Glück 'ne Sprachstärke, aber 'ne Rechenschwäche. Und darum habe ich mich nicht mehr so hochbegabt gefühlt at some point. Aber vielleicht habe ich jetzt echt ein völlig falsches Bild, weil ich habe mich viel zu wenig in das Thema eingefuchst. Ja, genau, aber spannendes Thema, echt spannend. Vielleicht magst noch was teilen dazu für die anderen? Ja, ich schaue auch nochmals auf die Notizen, weil langsam geht mir die Stimme aus. Und ich bin ja auch schon viel länger dabei als 'ne Stunde. Also, habt ihr noch Fragen, dann bitte unbedingt noch platzieren, dann kann ich noch darauf eingehen. Und ich schaue nochmals auf meine Notizen, weil ich möchte schon irgendwie alles teilen, was ich mir vorgenommen habe. Äh, ne, ich glaube, ich habe irgendwie ja, ich habe, glaube ich, wirklich fast alles erzählt, was ich wollte. Im Nachhinein werden mir wahrscheinlich noch 1.000 Sachen einfallen, die ich vergessen habe, mir nicht aufgeschrieben habe, so typisch. Vielleicht möchte ich noch schnell auf das Thema ADHS-Tools und Strategien noch eingehen, weil da und noch auf das Thema Burnout. Weil wenn es um Tools und Strategien geht, dann kommt dann auch mal ziemlich schnell so: „Das ist die Methode. Und wenn du die Methode anwendest, dann sind deine ADHS-Probleme gelöst, dann bist du geheilt.“ Und das kommt leider oft eben von Leuten, die selbst kein ADHS haben oder nicht neurodivergent sind im Allgemeinen. Und da finde ich's unglaublich wichtig, eben nicht in die neurotypische Denke zu verfallen und zu denken: „Ich nehme jetzt diese Methode und die funktioniert jetzt für immer für mich.“ Sondern lieber Dinge ausprobieren und dann merken: „Okay, das funktioniert ziemlich geil. Das mache ich jetzt mal.“ Und wenn man aber dann merkt: „Oh, jetzt irgendwie fällt's wieder auseinander“, dann nicht sich selbst zu kasteien oder zu bestrafen, sondern einfach sich bewusst zu sein: „Okay, da muss halt was anderes her.“ Und ich meine, die meisten von uns mögen neue Dinge, die geben uns 'n bisschen Dopamin und dann darf man ruhig einfach wechseln und wieder was Neues ausprobieren. Das Einzige, was ich den Menschen mitgeben möchte, ist, halt nicht gleich aufgeben, wenn was nicht funktioniert. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach die Ungeduldigste hier im Raum, aber schon 'n bisschen ausprobieren, aber wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht, es ist keine Schande. Und es funktioniert nicht jedes Tool für alle. Die einen mögen Listen, die anderen nicht. Die einen mögen mega viel Struktur, andere nicht. Und wenn du so bist wie ich, dann
hast du eine Mischung zwischen: „Ich brauche Struktur, aber ich hasse Struktur." Und da finde ich's eben einfach so super wichtig, den eigenen ADHS-Flavor, Geschmack, Stil, Hirn Stil zu finden und dann eben auch ein bisschen danach zu gehen und auch keine Angst davor zu haben, zu experimentieren. Und, mein Lieblingstool im Moment ist der Anti-Planner. Natürlich habe ich den jetzt nicht da, weil der ist unten im Wohnzimmer. Ähm, aber das finde ich ganz cool, da hat es ganz viele verschiedene Dinge drin. Aber es kann einfach auch sein, dass das in 2 Wochen, 3, 4 Monaten, was auch immer, nicht mehr so ist. Genau, das wollte ich einfach noch sagen. Das finde ich mega wichtig. Wir sind nicht alle gleich, überhaupt nicht. Ja, und was habe ich jetzt noch gesagt? Genau, Thema Burnout noch. Ich dachte ja, mega komisch, oder, dass ich so häufig Burnouts hatte. Also, es war nicht so, dass ich in der Klinik gelandet bin. Einen Mal hätte ich vielleicht gehen sollen im Nachhinein. Ähm, Es gibt verschiedene Arten von Burnouts. Es gibt neurodivergente Burnouts. Also, ich meine, mit neurodivergent, ist immer so ein bisschen blöd, weil Neurodivergenz umfasst noch vieles, vieles mehr. Ich meine, es gibt einfach ADHS-Burnouts zum Beispiel oder auch autistische Burnouts. Die sind auch in sich jetzt wieder nicht gleich, aber die sind einfach anders. Also, die neurodivergenten Burnouts, die können häufiger vorkommen. Also, es ist wirklich einfach ein Energiedrain. Ähm, und sie können quasi so vor sich hinköcheln über eine ganz lange Zeit. Und ich finde es einfach mega wichtig, wenn man immer wieder so in Burnouts reinrasselt, in Erschöpfungskrisen auch reinrasselt, das ein bisschen zu hinterfragen, ob es eventuell von einer ADHS oder von Autismus oder so kommen könnte. Das könnte einfach auch ein Hinweis darauf sein. Und wenn man das anfängt zu managen ein bisschen besser und die eigene Energie ein bisschen besser managt, dann kommt das halt einfach echt weniger häufig vor. Und ich finde es wichtig, da ein bisschen hinzuschauen. Weil es sind einfach 'n bisschen andere Ausprägungen als normale Burnouts. Halt einfach noch so als Tipp. Ähm, Eben weil bei mir war's wirklich fast so 3 Jahre lang hatte ich fast jedes Jahr halt so 'n Burnout und hatte auch das Gefühl, dass ich ganz lange gar nicht mehr so auf der Höhe war. Viel länger, als man das erwarten würde. Jo, genau. Es ist komplex, die Selbstzweifel sind nach wie vor ein Problem wegen Hochbegabung. Du leidest vielleicht mehr an deinen Grenzen als Normalbegabte. So, jetzt kommt die Katze noch rein, so auf den Schluss. Hallo, Katze? Ja, genau. Dachte schon, es passiert gar nicht mehr. Ja, das kann ich mir mega gut vorstellen, dass du mehr an deinen Grenzen leidest. Ja, da miaut's ja ganz schön, ne? Komm her. Uah. So, jetzt darf Coco noch seine 15 Minutes of Fame haben hier. Ja, also Thema Hochbegabung, da werde ich mich echt noch 'n bisschen mehr einlesen. Finde ich 'n total spannendes Thema. Und danke auch, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das finde ich mega, mega cool. Ja, falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt's doch jetzt in den Chat noch, weil ich bin ein bisschen am Ende meines Lateins und ich glaube, ich habe mega viel gesprochen und, ich hoffe, dass das einigermaßen Sinn gemacht hat, was ich da rausgelassen habe. So ohne Skript ist das immer ein bisschen. Ja, ich kann mich halt nicht kurz fassen und öffne 1.000 Klammern und dann mache ich sie nicht mehr zu. Warte noch 'n bisschen wegen dem Chat. Ja, ist halt so, die Snacks, die werden dann irgendwann. Warte, ich blende noch ein, wenn ich denn kann. Danke dir, Glia. Mega cool, dass du da warst. Danke dir, mega. Ja, so, jetzt wird's nervös hier. Genau. Und noch 'n bisschen chaotischer als eh schon.
Ja, dann, hey, ich möchte mich einfach nochmals du bist so lieb. Du bist so 'ne Liebe, echt. Love you so much, Mom. Danke dir, Nicole. Das ist mega cool. Hey, schön, hast du zugeschaut. Das bedeutet mir sehr viel und generell danke Inge. Danke allen, die zugeschaut haben und auch danke allen, die mir schon 'n Abo geschenkt haben und die regelmäßig auch meine Videos schauen, und alle, die neu dazugekommen sind vielleicht. Für mich ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Ich bin immer noch voll in meinem Imposter-Syndrom drin, was dieses Thema anbelangt und einfach wunderschön, dass ich das jetzt mit euch teilen konnte und auch alle, die im Nachhinein noch schauen. Danke, dass ihr reingeschaut habt und mir zugehört habt und ich hoffe einfach, dass ihr für euch irgendwas mitnehmen konntet. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann einfach nicht mehr sprechen. Danke, Wendy, so lieb. Ja, in diesem Sinne, wie immer, nochmals von Herzen ein riesiges Dankeschön für eure Zeit und ja, wenn ihr jemanden kennt, der meinen Channel vielleicht cool finden könnte, dann bin ich immer mega happy, wenn ihr das weiterteilen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut und ich werde sicher wieder 'n Livestream machen. Also, ich habe vor, jetzt einmal im Monat sicher einen zu machen zu einem Thema. Wenn ihr einen Wunsch habt für einen Livestream und ich darüber sprechen kann, dann sagt das bitte, unbedingt. Ja. Ach, danke Inge, du bist so süß. Süchtig danach, das ist ja krass, ja. Aber ich kenne es, ich bin auch süchtig nach Videos. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch mal Videos machst, dann werde ich nach deinen auch süchtig. Ähm, ja, und eben, also alle, die sich überlegen, selbst irgendwie was zu machen, zu bloggen, zu YouTuben über dieses Thema im deutschsprachigen Raum, ist es einfach so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir mehr Stimmen haben in diesem Thema. Ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen, der die Bock hat auf das. Ja, also, dann danke nochmals und bis zum nächsten Livestream. Tschüss.